alle und lasst mich einfach in Ruhe, ich will heimfliegen. War schon zuckersüß. So jetzt schon. Ich erzähle heute eine Real-Life-Story. Also, eine ganz witzige Geschichte. Also solche Geschichten sind natürlich immer lustiger, wenn man sie erlebt hat, aber ich versuche so gut wie möglich zu erzählen. Wir waren Erfurt mit dem Alex, also damals nur das ganz alte Team, wo wir angefangen haben, vor 9 oder 10 Jahren. Ich weiß nicht, da hat jeder so 1-2 Kämpfe gehabt, maximal oder irgendwas. Und sind wir da damals mit dem Stockmann noch Erfurt gefahren. Und wir halt natürlich alle voll jung und so, voll Spaß gemacht, und deppert aufgeführt, hin und her. Und das war so Casino-Fight Night. War aber dann auch gar nicht in einem Casino, sondern in irgendeinem Gym dort in Erfurt. Und es war irgendwie deutsche MMA, irgendwas Organisation. Auf jeden Fall war mit Tamerlan war glaube ich mit noch, der hat schon fixen Kampf gehabt. Irgendwer war noch mit, weiß ich nicht mehr, der hat auch schon fixen Kampf gehabt. Und nur Alex und ich haben noch keinen Kampf nicht gehabt. Und wir stehen dort in der Halle und dann war halt ein Typ, also ich war damals auch so 90 Kilo herum, so 91 irgendwas, und Alex ist sowieso Light Heavyweight da, irgendwas, ich glaube der hat gehabt 92, 93, war ein bisschen leichter zu der Zeit noch. Und dann war ein Typ da und der hat dann die Wahl gehabt zwischen uns zwei zum Entscheiden. Und wir haben schon die ganze Zeit, ich habe schon versucht, voll freundlich zu schauen, weil ich war zu der Zeit schon tätowiert und Alex noch nicht. Und ich habe schon geschaut, dass ich extrem freundlich reinschaue, weil wir fahren dort extra, keine Ahnung, 6-7 Stunden hin mit dem Auto. Und ja, jetzt kann einer von uns zwar nicht kämpfen und wir stehen nur so dort, so irgendwie so ein bisschen wie auf einer Viehschau. Kannst du aussuchen, gegen wen du kämpfst, und wir stehen halt dort und ich versuche jetzt so wirklich voll lieb und freundlich zu schauen und so, und er schaut mich schon immer so skeptisch an und grinst schon in Alex' Richtung, was der, und merkt schon so, wie er ein bisschen so breite Brust kriegt, und dann der Matchmaker. Es war so eine witzige Situation, weil der Ausgang nachher dazu, der Matchmaker schaut ihn dann so an, ja, und gegen wen willst du jetzt kämpfen so? Und er grinst voll selbstbewusst mit breiter Brust und deutet so auf den Alex, und ich denke mir, fuck, Alter. Erstens kann er jetzt nicht kämpfen, und dann habe ich irgendwie lachen müssen, weil ich mir gedacht habe, okay, viel Spaß. Ja, dann haben sie die halt umgezogen und so, Alex hat sich voll gefreut, mir jetzt viel angefreut und aufgewärmt, gekämpft. Und ich bin einfach so ein bisschen, also Alex war damals schon sehr gut im Stand-Up halt auch und so, und der andere war, glaube ich, eher ein bisschen Bodenkämpfer oder keine Ahnung, so. Ich habe ein bisschen mal Aufwärmen gesehen, aber habe man nicht wirklich erkannt, wo seine Stärken waren. Und dann haben die zum Kämpfen angefangen, und ich glaube nach 2 Minuten oder sowas, also er hat ein bisschen was versucht, Alex hat noch ein paar Mal gut auskontert, nach 2 Minuten steht er beim Cage mit dem Rücken, kommt zurück, bam, Highkick, und er fliegt um. Ich kann mich noch erinnern, ich bin so neben dem Cage gesessen und habe nur gedacht, okay, jetzt ist gleich vorbei, bumm, Highkick und tschüss. Das war's. Ja, das war Alex jetzt zweiter Kampf. Ja, mein einziger Nachteil war, dass ich tätowiert gewesen bin zu der Zeit, an Alex noch nicht. Und ich habe extra versucht, meine Hunde anzuziehen, bin schon so vorgestanden, bitte nimm mich, bitte nimm mich, bitte nimm mich. Und ja, aber... Ich erzähle euch nun eine Geschichte von einem einsamen Krieger namens Leo. Leo ist ein MMA-Kämpfer. Leo hat eine Freundin. Sie wurde von ihrem Bösewicht-Freund gewaltsam belästigt. Die Freundin rief sofort Leo an, nach dieser Tat, nachdem ihr Freund betrunken verschwand. Die Freundin ruft den Leo an. Leo kam sofort zur Hilfe. Sie packte ihre Sachen, Leo half ihr dabei. Sie konnte es keine Sekunde mehr in ihrer Wohnung aushalten. Wir packten die Sachen, gingen runter. Sie sollte ein paar Tage zu mir ziehen. Als wir die Sachen ins Auto packten und losfahren wollten, kam auf einmal dieser Bösewicht hergerannt, ihr Ex-Freund. Er nahm den Gürtel, holte Schwung. Leo, der MMA-Kämpfer, brachte ihn schnurstracks zu Boden mit einem Double-Leg-Takedown und einem Neon Belly am Boden. Nein, das war kein Neon Belly. Mit einem Double-Leg-Takedown. Als die beiden zu Boden gingen, Leo der Held, Ex-Freund, Bösewicht, kontrollierte Leo in einer Backmount, eine Grappling-Technik, und hielt ihn fest. Die Leute riefen sofort die Polizei. Die Polizei kam schnurstracks hier zur Hilfe. Aber Leo braucht keine Hilfe. Aber Leo setzte keine Gewalt ein.
Er setzte seine MMA-Fähigkeiten ein. Leo hielt ihn einfach... auf zu lachen! Wie kannst du Leo hielt ihn sofort... Leo hielt ihn noch immer am Boden, als die Polizei da war. Leo hielt ihn in einem Rear Naked Choke, eine Grappling-Technik. Als die Polizei da war und vor Leo stand, sagte die Polizei: Junge, was machst du da? Lass den Jungen los. Doch Leo sagte: Nein, wenn ich den Bösewicht loslasse, wird er mich sofort attackieren. Kann ich Ihnen vertrauen, dass Sie mir zur Hand gehen und mir helfen? Die Polizei sagte nur noch zu Leo: Das ist nicht mehr nötig. Leo fraglich: Was meint er nun damit? Also ließ Leo einfach los. Also als Leo ihn loslasse, bemerkte er, dass der Bösewicht auf einmal einschlief. Leo hatte den Rear Naked Choke zu eng gezogen. Dies ist die Geschichte von Leo, dem einsamen Krieger und dem Bösewicht, der gewaltsam einer seiner Freundinnen belästigt. Ist es wirklich möglich, dass ein Leo-MMA-Kämpfer keine Gewalt anwendet, keine Schläge, keine Tritte, sondern nur den Bösewicht haltet, bis die Polizei zu Hilfe kommt? Dies ist die Frage. Ist die Geschichte frei erfunden oder beruht sie auf harte Wahrheit? Ihr Leo Baumann, Thai Faktor. Frag mich noch einmal bitte. Ich habe den Leo schon gern, aber manchmal habe ich ihn auch nicht mehr so gern. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst kein Like da und kommentiert auch nicht. Verpisst euch. Du hast mir Geld. Bro. Ich bin nervös auf einmal. Was ist los? Aber gut aus, Mann. Das machst du super. Das passt.